Well, thanks for joining us today. We're talking about the fivefold ministry of God Danke, dass ihr heute wieder dabei sind. Wir sprechen über den fünffältigen Dienst and how it's called to equip the saints to do the work of the ministry. und wie er dafür eingesetzt ist, die einzelnen Glieder im Leib Christi zuzurüsten. So today we're going to focus on the apostles' role and how apostles or apostolic ministry works today. Heute möchten wir uns konzentrieren auf den apostolischen Dienst, wie Apostel und wie Propheten funktionieren im Leib Christi. I think there's some confusion about the apostolic because they don't all look alike. All apostles don't look alike. Nun, alle Apostel sind nicht gleich und deshalb gibt es ein bisschen auch Verwirrung. You know, there are some that focus on world missions. There's some that focus on the marketplace. Einige gibt es, die konzentrieren sich auf weltweite Mission, andere reichen hinein in die Geschäftswelt. Some focus on local churches and building networks. Manche konzentrieren sich auf lokale Gemeinden, bilden Netzwerke. But the main thing apostles are is they are ambassadors for the Lord. Aber die Hauptsache der Rolle des Apostels ist, dass sie Botschafter sind an Christi They're Stadt. like generals or governors or patriarchs in the kingdom. Sie sind Generäle oder Regierende oder Patriarchen im Reich When a Gottes. country sends out an ambassador, Und wenn ein Land einen Botschafter that ambassador aussendet, has an office in the country where he works. da hat dieser Botschafter eine Position in dem Land, wo er arbeitet, And he represents the government from which he came from. und er repräsentiert die Regierung, von der er ausgesandt And we ist. need to see the apostolic that way. Und wir müssen das Apostolische genau von dieser Richtung her betrachten. When Jesus worked with the disciples, they were just students. Als Jesus mit den Jüngern zusammen war, da waren diese einfach nur Studenten oder And as Schüler. they grew in this calling that the Lord had given them, Und als sie dann hineingewachsen sind in die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, he gives them authority and then he commissions them as apostles. hat er ihnen Autorität gegeben und er hat sie ausgesandt als Apostel. That's what Matthew 10:1 and 2 says. Das lesen wir in Matthäus 10, 1 und 2. So an apostle will be somebody who walks with great authority. Ein Apostel ist normalerweise jemand, der mit großer Autorität unterwegs ist. And then as it says there, they're commissioned from heaven, not from earth. Und sie sind beauftragt vom Himmel, nicht von dieser Welt. And I think this is a battle because many think you can just earn your way to become an apostle. Und ich glaube, das ist das Problem. Oft manche Menschen meinen, sie könnten sich das verdienen, dass sie das Werk eines Apostels tun können. But that's not what the scripture says. Aber das sagt die Bibel nicht. And so it was Jesus alone who chose those who would be apostles. Jesus alleine erwählt diejenigen, die er als Apostel And aussendet. then those he chooses, he calls and he sends out. Und diejenigen, die er berufen hat, die hat er auch erwählt und dann sendet er sie aus. You know, another term would be like an admiral over a ship. Man kann das auch vergleichen mit einem Admiral, der über das Schiff herrscht. You know, he would send out others with other ships and say, go conquer, overcome. Und er sendet andere aus mit anderen Schiffen und er leitet die Eroberung. And then establish God's government in those places. Und dann wird an den einzelnen Orten die Herrschaft Gottes eingerichtet, wo erreicht worden And sind. so when we look at the meaning of this word, it is one sent out from another. Und wenn wir die Bedeutung dieses Wortes genau untersuchen, dann heißt es, von jemand anderem ausgesandt zu So an sein. apostle is fully he's authorized to represent the one who sent him out. Und ein Apostel ist zu 100% ausgerüstet, dass er denjenigen darstellt, der ihn ausgesandt You know, hat. when we read about the apostle Paul, we see all the great exploits he did. Also wenn wir den Apostel Paulus betrachten, dann sehen wir alle Aufgaben oder alle Sendungen, wo er ausgesandt worden But ist. we also see that Timothy is listed as an apostle, Aber dann sehen wir auch, dass Timotheus genannt wird, ein Apostel but we zu don't sein. see that he did the same things that Paul did. Aber wir sehen, dass er nicht genau dieselben Sachen gemacht hat, die Paulus gemacht But hat. yet he was still an apostle.
Aber trotzdem war er ein So Apostel. there are different roles for different apostolic people. Also es gibt auch da unterschiedliche Rollen für verschiedene apostolische I think the Leute. most important part of an apostle was that they were first disciples. Und ich glaube, dass die Hauptrolle, die ein Apostel einnimmt, ist, dass er zuallererst ein Jünger ist. They were pupils who sat under the Lord. Das waren Menschen, die unter dem Herrn Dinge empfangen haben. And so I think what has to happen to be a true apostolic person, you have to sit under the presence of God and get his character. Und was wirklich wichtig ist für einen Apostel, ist, dass er in der Gegenwart des Gottes ist und bleibt und dort Dinge empfängt von Gott. It's possible that people are called to be apostles but don't become them because they don't get discipled. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die berufen sind, Apostel zu sein, aber sie kommen nicht wirklich in dieses Amt, weil sie nicht dazu zugerüstet werden. And there is a difference between an apostle and a disciple. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem Apostel und einem Jünger. And the difference is that an apostle, an apostolic person, has the power and the authority put into them by the Lord. Und der Unterschied ist, dass der Apostel die Autorität und die Vollmacht hat von Gott. It means they have the full delegate and representative. They're a full delegate and represented as an ambassador of Christ. Das bedeutet, dass sie völlig anerkannt sind als Botschafter an Christi And Stadt. they carry the authority to speak for the one who sent them. Und sie haben auch die Vollmacht und sie sprechen für denjenigen, der sie gesandt So when hat. the American ambassador came to Germany, Wenn der amerikanische Botschafter nach Deutschland kommt, when he speaks here, he speaks as if he was the president of the United States. wenn er hier spricht, dann spricht er die Worte, als ob sie der Präsident der Vereinigten Staaten selbst reden würde, Because he carries that authority. weil er diese Autorität trägt. And an apostle or an apostolic person can carry that authority as they speak Und into ein the earth. Apostel, ein apostolischer Mensch hat diese Vollmacht und diese Autorität, so zu sprechen. And that's why we need them in the earth right now. Und deshalb brauchen wir sie gerade jetzt. We need apostolic voices taking the kingdom and what he's saying to the ends of the earth. Wir brauchen den apostolischen Dienst, dass sie das Königreich Gottes hineinbringen bis an die Enden der Erde. And so the Romans helped us with that term by using the term apostle Und die Apostel helfen uns mit diesem Begriff, weil sie diesen Begriff verwandt haben. because it was known what they did. They represented the entire empire. Und es war bekannt, was diese Apostel wirklich darstellen. Sie repräsentieren das ganze römische Reich. You remember when the centurion said of Jesus he needed a healing for his servant. Erinnert euch daran, als der Centurio zu Jesus kam und sagte, er möchte, dass Jesus seinen Knecht heilt. He asked Jesus, he said, I'm a man under authority, and if you will just speak your word, I know he will be Er healed. sagt, ich bin selber ein Mensch unter Autorität. Und wenn du nur ein Wort sprichst, dann weiß ich, dass mein And Knecht see, geheilt that the ist. apostolic is under the authority of heaven. Der apostolische Dienst ist unter der Autorität des Himmels. But when they speak a word from heaven, it's just like heaven spoke it. Aber wenn sie sprechen, ein Wort vom Himmel bringen, dann ist es so, als ob es der Himmel selber sprechen würde. Well, I hope this helps you understand Ich hoffe, das hilft euch zu verstehen. that an apostle is an ambassador of the one who sent him. Ein Apostel ist ein Botschafter dessen, der ihn ausgesandt hat. And may the Lord raise up this ministry in the earth like never before. Und möge der Herr diesen Dienst aufrichten und wiederherstellen als nie zuvor. Thank you for watching today. Danke, dass ihr dabei wart.